Welcome to Impulse. If you want to automate your systems in a modern and uncomplicated way, you should rely on IO-Link rather than analog wiring, they say. But why? What makes IO-Link better than conventional wiring schemes? How do I benefit as a user? Let's take a quick look and get started. I just wanted to Saving time, unlock data. Sounds good, doesn't it? But how exactly does IO-Link achieve this? And are we talking about a technology that is here to stay? Let's find out and first ask someone who should really know. Joachim Uffelmann, Vice President Technical Management at IFM and Chairman of the IO-Link Steering Committee, is already waiting for me. Hallo Joachim, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Hallo Philipp, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben es gerade im Video schon gesehen. IO-Link bietet viele Vorteile. Ich kann an Kabeln sparen, ich spare Zeit in der Verkabelung und ich gewinne ein Mehr an Daten. Trotzdem stehen wir jetzt hier in einer Welt aus Kabelwirrwarr, um es mal so zu sagen. Viele Kabel, die an der Wand entlang laufen, sprich, wir stehen hier noch in einer analogen Verdrahtungswelt. Ist das noch die Realität? Das ist noch die Realität bei vielen unserer Kunden. Ja. Aber wir sind in der Transformation von dieser analogen Welt hin zur digitalen Welt und das wird sich ändern mit IO-Link. Ja. Was muss sich ändern, beziehungsweise was muss passieren, dass Unternehmen eben diesen Schritt noch machen? Oder anders gefragt, was sind die Hemmschwellen noch? Ja, zum einen gibt es Restriktionen innerhalb der Firmen, die da noch Vorbehalte haben gegenüber neuen Schnittstellen. Und dann halt der Komfortbereich. Die Leute, die Analog-Schnittstellen kennen, für die ist das täglich Brot und die ziehen die Kollegen, die neu kommen, mit und dann ist das alles drin. Wenn wir jetzt hier diese Hemmschwelle der Schulung noch überspringen, dann wird das genauso ablaufen wie im Analogbereich. Ja, das heißt, es muss erstmal das Know-how muss im Unternehmen angelegt sein und dann... Und viele Firmen reagieren darauf auch. Die merken dann, dass sie mit IO-Link Vorteile haben und dann geht das ganz schnell. Ja, wenn wir schon bei dem Thema Vorteilen sind, fangen wir doch mal direkt an vielleicht. Was macht IO-Link hinsichtlich der Verkabelung anders oder auch besser vielleicht als die analoge Verdrahtung? IO-Link macht die Verkabelung einfacher. Wir haben nur noch 2 Kabeltypen, 5-adrige, 3-adrige, in M12, M5 und M8 definiert. Da kann man nichts mehr verpolen, da braucht man keine Schirme auflegen. Das sind alles Fehlerquellen, die man hier schon vermeidet, die das Ganze auch schneller macht. Und ich brauche dann auch einfach weniger Kabelstrecke. Ne? Ja, ich habe mehr Daten pro Kabel im Prinzip, weil ich auch Sensoren habe, die unter Umständen mehr als einen Prozesswert liefern, wo ich früher dann auch mehrere Kabel brauchte. Ja. Ja, genau. Jetzt sehen wir schon, die Welt ist verschwunden. Wir haben jetzt hier im Schaltschrank auch die IO-Link Master, die wir hier sehen und eben auch wirklich weniger Kabel. Das heißt, in der analogen Welt musste ich von jedem Sensor die Kabel irgendwo langziehen bis zum Schaltschrank. Das kann ich jetzt mit den IO-Link Mastern anders lösen. Ja, ich kann im Feld installieren und wir sind, glaube ich, mit IO-Link der letzte Impulsgeber gewesen, der Feldverdrahtung und die Daten dort zu verdichten und dann zur Steuerung zu transportieren oder auch in andere Systeme wie die Cloud oder MES-Systeme. Ja. Und ich brauche wirklich im Schaltschrank oder zum Schaltschrank geht im Grunde nur noch ein Kabel von allen Mastern, die in Reihe geschaltet sind und dann gehe ich mit einem Kabel in den Schaltschrank. Beziehungsweise auch in die IT-Welt. Denn das ist ja der nächste Vorteil. Generiere ein Plus an Informationen. Ich kriege nicht nur den konkreten Wert, jetzt einen Abstandswert von einem Aufstandssensor, sondern... Ja, wir hatten ja bisher in der Analogwelt immer Strom und Spannung als Repräsentant für unterschiedlichste physikalische Werte. Ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit, digitale Prozessdaten zur Verfügung zu stellen mit Einheit und on top noch Diagnosedaten, Gerätestatusinformationen und die Parametrierung. IO-Link wurde vor 20 Jahren gegründet. Ja.
Ihr seid jetzt mittlerweile, glaube ich, bei 50 Millionen Knotenpunkten angelangt. Anfang des Jahres waren so 61 Millionen. 61 sogar? Wächst, ja. Okay, ja, super. Also genau, IO-Link wächst also auf jeden Fall. Habt ihr mit diesem Erfolg, kann man das ja schon bezeichnen, habt ihr mit diesem Erfolg gerechnet in der Form? In der Form haben wir damit nicht gerechnet. Wir konnten uns ausmalen, dass es erfolgreich werden könnte, wenn wir die richtigen Definitionen finden. Aber dass es dieses Ausmaß annimmt, war uns nicht bewusst. Ja. Und wenn ich jetzt mich als Unternehmen entscheide, auf IO-Link zu setzen, es sind über 20 Jahre gereift, jetzt kann ich den Schritt wagen. Wie sicher ist es denn, dass ich dann bei der Technologie auch bleiben kann? Oder kommt irgendwann eine Technologie, die IO-Link dann links überholt und dann ist das die Technologie, auf die ich setzen muss? Wie zukunftssicher ist IO-Link? Aus meiner Sicht sehr zukunftssicher, weil wir rechts und links auch in der Community schauen, welche Systeme kommen da, die IO-Link im Wettbewerb machen könnten. Bisher haben wir noch keins gefunden, was wirklich da Wettbewerb macht. Und wir sind auch so breit aufgestellt. Wir haben eine große Tool-Landschaft, wir haben eine sehr große Device- und Master-Landschaft mit über 35.000 Geräten, die verfügbar sind am Markt. Das löst sich auch so schnell nicht ab. Und wir schauen halt in der Community auch nach vorne. Was müssen wir tun, um die Robustheit dieses Systems weiter aufrechtzuerhalten und so auch zukunftssicher zu machen? Ja, Stichwort Zukunftssicherheit. Was kommt denn noch in Zukunft? Also ist IO-Link mittlerweile so weit auserzählt, dass ihr sagt, wir brauchen nur noch an Feinheiten nachzujustieren? Oder habt ihr auch noch größere Pläne, größere Features, die ihr einbringen werdet? Also wir haben auf jeden Fall noch Applikationsprofile jetzt im Portfolio, die wir anfangen zu definieren. Das ist die Pendant-Schnittstelle zu den klassischen Analog-Schnittstelle, die von vielen Kunden genutzt wird und auch uns gegenüber geäußert wird. Und da sind wir dran, das zu lösen. Das wird auch nochmal so 1 Jahr, 1,5 Jahre dauern, bis wir da Ergebnisse sehen in Spezifikation. Und dann widmen wir uns auch diesem Thema Zeitstamp, dass wir Daten mit Zeitstempeln versehen können, um möglichst noch weitere Diagnosen für Anlagen zur Verfügung stellen zu können, die dann der Kunde nutzen kann. Zum Beispiel in der Nachverfolgung von Lieferketten oder von Produktion. Oder wenn irgendein Sensor ausfällt, wann ist der aus oder wann kam es zu diesem Ausfall, dass man das sehr genau nachvollziehen kann. Einfach nochmal, um die Transparenz innerhalb der Prozesse nochmal zu erhöhen. Wir haben jetzt einiges über IO-Link gehört, viel drüber gesprochen. Wenn wir das jetzt noch mal zusammenfassen würden. Du würdest jetzt zum Kunden gehen und möchtest ihn von IO-Link überzeugen. Was wären deine 3 Hauptargumente? Ja, erstes Argument ist einfache Verdrahtung und die Kosten pro übertragenen Byte reduzieren sich bis zu 60%. Das ist eine Menge. Das ist deutlich. Ja. Und das Zweite ist, selbst in Retrofit-Anlagen kann ich Stillstandszeiten durch die Mehrinformationen, die IO-Link zur Verfügung stellt, reduzieren. Und das Dritte ist, in die marktgängigen Bussysteme kann man IO-Link sehr leicht integrieren, beziehungsweise der Anwender findet da vorgefertigte Teile, die man verwenden kann. Ja. Joachim, vielen Dank, dass du da warst und uns diesen Einblick in IO-Link gegeben hast. Das war sehr umfassend, sehr übersichtlich und sehr spannend. Vielen Dank. Bitte gerne. The many advantages of IO-Link also convinced the German company Bauermeister, a member of the Probat Group. Among other things, the company manufactures coffee grinders and can report concrete improvements since switching from analog to digital wiring technology. Die Firma Bauermeister baut seit etwa 135 Jahren Zerkleinerungsmaschinen, überwiegend für den Lebensmittelbereich. Wir sind darüber hinaus das Kompetenzzentrum beim Weltmarktführer für Kaffeeröster der Firma Probat. Für die Firma Probat entwickeln und konstruieren wir Kaffeemühlen. Wir haben weltweit diverse Standorte, an denen gefertigt wird. Hier in Emmerich halten wir ein Technologiecenter vor. In erster Linie hier für die Rösttechnologie, aber natürlich auch für die Mühlentechnologie. Die Mühlen selber werden in Norderstedt in der Nähe von Hamburg gefertigt. Wir bauen hier unsere 3-stufige und 2-stufige Kaffeemühle. Die Maschine ist vollautomatisch geregelt. Wir haben die mit einem recht hohen Automatisierungsgrad im Hinblick Industrie 4.0 ausgeführt. Auch mit der Firma EFM zusammen. Das anwenderfreundlich zu machen, ein bisschen aufwendiger von der Diagnosefähigkeit her. Ich glaube, das ist uns noch ganz gut gelungen. Wir setzen von der EFM die IO-Link Master vom AL1200 bis zum AL1400 ein. Und von der Sensorik sind wir über Temperaturaufnehmer, Positionsmessung und Schwingungsüberwachung haben wir die komplette Bandbreite im Einsatz. Ursprünglich hatten wir die Kaffeemahlwerke mit konventioneller Analogtechnik ausgerüstet und uns ist gelungen, durch die Installation von IO-Link Verdrahtungsfehler zu vermeiden
Und die Installationszeiten, die haben sich um ca. 20-25% reduziert. Wir haben jetzt eben halt auch Möglichkeiten von Austausch von Baugruppen und Modulen, wo eben halt keine Elektrofachkraft zusätzlich benötigt wird. Durch die ganze Steckertechnik kann das automatisch eben halt jeder Mechaniker mit ausführen. Positiv ist die Zusammenarbeit mit IFM, vor allem mit den Vertriebsmitarbeitern. Wir haben auch gute Erfahrungen mit den Entwicklern von IFM gehabt. Also ich kann das nur positiv weiterempfehlen. Now let's take a look at what IO-Link can do in practice as a communication solution from the sensor to the IT level, in this case even from the sensor to the cloud. And I'm very happy to do that with my colleague Christoph Schneider, who's already next to me. Welcome Christoph, thanks for being here today. Hallo Philipp. Ja, Christoph, erzähl uns erstmal, was ist das überhaupt für eine Maschine, vor der wir hier stehen? Die Maschine, die wir hier sehen, ist eine Abgleichanlage für unsere frontbündigen Drucksensoren. Frontbündige Drucksensoren sind Sensoren, die wir für den Lebensmittelbereich einsetzen, um dort freie Räume zu haben, um keine Bakterien anzusetzen und solche Dinge werden die eingesetzt. Und an dieser Anlage werden die abgeglichen, werden kontrolliert und durchlaufen die Anlage, um in unterschiedlichen Temperaturen dementsprechend die Abgleiche vorzunehmen. Steht also bei uns in Tettnang in der Produktion. Steht bei uns in Tettnang in der Produktion, hat eine hohe Relevanz, genau, und letztendlich garantieren wir hier auch die Qualität der Produkte, die dann rauskommen, weil da müssen alle durch, die werden alle dort geprüft und die werden auch alle mit Druck und Temperatur beaufschlagt. Jetzt habt ihr euch entschieden, diese Maschine nachzurüsten mit IO-Link-Sensorik. Warum habt ihr euch dafür entschieden? IO-Link-Sensoren deshalb, weil aus jedem Sensor mehr als eine Information kommt. Konventionelle Sensoren bringen Temperatur, Druck, Strömung aus einem Sensor oder über ein Analogsignal. Über IO-Link haben wir die Möglichkeit, aus einem Sensor eben mehr Informationen zu bekommen. Das heißt, aus einem Temperatursensor kriege ich auch noch die Feuchte zusätzlich. Aus einem Durchflusssensor bekomme ich Druck, Temperatur und Strömung. Und somit haben wir die Möglichkeit, eben mehr Informationen über weniger Sensoren, die verbaut werden müssen, aus der Anlage zu bekommen. Jetzt habe ich so rausgehört, wir sprechen nicht nur von 1, 2 Sensoren, sondern von einer ganzen Menge an Sensoren. Wie kompliziert war das, diese bestehende Anlage so nachzurüsten, dass ihr genau die Informationen auch bekommt, die ihr benötigt? War es sehr einfach, umzurüsten oder nachzurüsten. Wir haben zum Beispiel, wie man hier oben sieht, den IO-Link Master verbaut. Da werden die Sensoren angesteckt und letztendlich einfach verkabelt. Es war uns wichtig, eine einfache Verkabelung zu haben, um die Anlage jetzt nicht noch mit Kabelkanälen und allen Dingen da aufrüsten zu müssen. Und somit kann man sehr schnell und einfach die Sensoren an der Anlage anbringen. Diese Sensoren, gehen die jetzt irgendwie noch über die SPS der Maschine oder läuft das selbstständig? Nee, die gehen an der SPS vorbei. Da haben wir uns auch dafür entschieden. Wir wollen nicht in die Anlage eingreifen. Die Anlagenstruktur bleibt bestehen, sodass also kein CE-Zeichen nachgeordnet werden muss. Und wir haben die Möglichkeit eben, wenn wir es anbauen an die Anlage gar nicht zu beeinflussen. Wir sehen jetzt auch auf dem Monitor unserer IoT-Plattform Moneo und da laufen die Daten aus der Maschine rein, werden über ein Edge Gateway in die Cloud eingespeist und ihr könnt eben drauf schauen. Welche Informationen kannst du jetzt aus diesen Dashboards rausziehen? Also man sieht hier in diesem Dashboard die Temperaturen und die Feuchtigkeit der einzelnen Kammern. Die Sensoren durchlaufen unterschiedliche Kammern mit unterschiedlichen Temperaturen. Es ist wichtig, dass diese Temperaturen eingehalten werden müssen, dass die Feuchte eingehalten werden und somit haben wir die Möglichkeit, das zu kontrollieren, zu dokumentieren und letztendlich dann auch zu sehen, sind die Abläufe und die Prozesse so, wie unser Qualitätsmanagement es auch vorsieht. Im Dashboard haben wir die einzelnen Bereiche mit drauf und somit sehen wir neben den Sensoren wie Temperatur und Feuchte natürlich auch andere Dinge. Wie viel Energie brauchen wir in der Anlage? Wie viel Energie pro Stück haben wir in der Anlage? Wie sind die Durchlaufzeiten der einzelnen Targets? Und wie oft laufen die Targets dann auch durch? All die Dinge werden in Moneo aufgearbeitet, zum Teil miteinander verrechnet und dann im Dashboard eben angezeigt. Ja, und hier könnte ich dann jetzt im Grunde auch direkt sehen, wenn eine Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, wenn die Luftfeuchtigkeit rausläuft. Da kriegt ihr dann auch Bescheid. Da können wir einen Alarm versenden, sowohl per E-Mail als auch direkt an ein übergeordnetes System, wo wir dann zum Beispiel die Instandhaltung gleich informieren, sodass der weiß, er muss an der Anlage nachschauen, da stimmt irgendwas nicht. Und wir können auch die Produktion informieren, sodass die also keinen Ausschuss produziert, sondern letztendlich dann ihre Anlage stoppt und erst wieder anlaufen lässt, wenn die Temperaturen und Feuchte Werte dann auch stimmen. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt noch
viel mehr Analysemöglichkeiten damit. Ja. Wir haben, glaube ich, auch nochmal eine zweite Ansicht vorbereitet. Was lest ihr noch aus den Informationen raus? Was sehen wir jetzt hier? In dieser Ansicht sehen wir einmal den Feuchtegehalt, wie der zuerst ansteigt, wenn das Target in die Kammer reinläuft. Ja. Dann muss es auch abfallen, die Feuchte muss runtergehen, die Temperatur muss oben sein. Und dann haben wir auch noch die Verweilzeit und sehen dann, dass das Target auch so lang in der Anlage drin war, wie es drin sein soll. Und dann wieder rausfährt. Und somit können wir das auf einzelnen Dashboards dann auch dementsprechend visualisieren und dokumentieren. Ja. Das heißt also, ihr habt eine Produktqualitätskontrolle oder aber auch eine Prozesskontrolle, ne? Produktqualitätskontrolle, Prozesskontrolle und gleichzeitig auch noch den Maintenance-Gedanken, sodass wir sagen können, wenn so ein Target x-mal durchgelaufen ist, dann müssen Kontakte ersetzt werden und die gehen dann direkt in die Instandhaltung, sodass die dann auch dort wieder genau instand gesetzt werden, um keine Fehlinformationen zu bringen. Jetzt bist du natürlich oder auch die Kollegen in Tettnang vor Ort, die das umgerüstet haben, ihr seid Automatisierungsexperten. Wenn ich jetzt keine Expertise mitbringe, wie schnell kann ich so eine Maschine, wenn ich jetzt sage, ich möchte auch so eine Qualitätskontrolle nachrüsten, wie viel Zeit, wie viel Aufwand muss ich einplanen, um eben so eine Lösung umzusetzen, angefangen von der Hardware bis hin zur Software? Also der größte Anteil ist sicher der Anbau der Hardware. Ich muss die Kabel ein bisschen verlegen, ich muss die Sensoren montieren, an den IO-Link Master anstecken, die Verbindung aufbauen zum Edge Gateway. Das ist aber auch relativ schnell erledigt. Da bin ich auch in 1-2 Stunden habe ich die Sensoren montiert, die Verbindungskabel aufgelegt, sodass ich sagen kann, im halben Tag habe ich die Hardware installiert. Okay. Dann komme ich dazu, das Onboarding zu machen in Moneo und die Dashboards zu erstellen. Und da habe ich innerhalb von 10 Minuten habe ich die ersten Dashboards, die ich mir dann genauso aufbauen kann, wie ich sie für mich brauche, als Instandhalter, als Produktionsleiter oder als Bediener an der Maschine. Und somit sehe ich dann genau das, was ich eigentlich auch sehen muss. Und habe die Möglichkeit, auch geringe Änderungen selbstständig durchzuführen. Das heißt, ich brauche keinen Programmierer, ich brauche keine externe Hilfe. Wenn ich im Dashboard mir sage, ich möchte jetzt zu der Temperatur eben auch noch den Druckluftverbrauch sehen, weil das für mich jetzt wichtig ist, kann ich den einfach per Drag and Drop mit reinziehen und dann habe ich den eben auch in meinem Dashboard, ohne jetzt da was programmieren zu müssen. Ich sehe gerade, da haben wir noch mal eine Ansicht. Also man kann Dashboards wirklich in vielerlei Hinsicht aufbauen. Was können wir da jetzt noch? Hier sehen wir die einzelnen Stationen. Ja. In diesen Stationen sind jetzt auch nochmal Links eingebaut. So kann ich dann auch speziell auf die weiterführenden Dinge gehen, auf die Analysen gehen, um mir dann dort die Werte direkt anzusehen. Wir haben im Moneo ja nicht nur die Dashboards, sondern auch Analysen, wo wir über die Historie sehen, wie waren denn die Messwerte für den Tag, für den Monat, über das Jahr. Und da habe ich die Möglichkeit, eben über diese Links zu gehen, um das mir dann auch dementsprechend anzeigen zu können. Ich habe die Möglichkeit, Alarme auszulösen, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Und ich kann auch meine eigenen Bilder hinterlegen, sodass ich dann hier Anlagenbilder, Anlagerschemata mit hinterlegen kann, um es auf die Anlage eben zuzuschneiden, sodass ich auch, wenn ich drauf gucke, mich wieder identifizieren kann, sage, das ist der Teil von der Anlage, weil der Instandhalter, der sitzt ja nicht direkt an der Anlage, sondern vielleicht in seinem Office. Und wenn er dann das Bild der Anlage sieht, kann das besser zuordnen, wie wenn er jetzt nur ein Schwarz-Weiß-Bild hat. Ja, okay. Und all das, sage ich mal, ist eine Frage von Stunden oder Tagen, sage ich mal, aber nicht von Wochen. Ja, also eher von Stunden. Wie gesagt, ein Dashboard anlegen habe ich in 10 Minuten angelegt, auch wenn ich ungeübt bin. Und habe das auch schnell gemacht und ist so intuitiv, dass ich da jetzt nicht eine wochenlange Schulung dafür brauche. Ja, super. Alles klar. Christoph, vielen Dank für den Einblick in die Moneo-Welt und auch ins Thema Retrofit, würde ich es jetzt mal einfach so nennen. Besten Dank. And that's it for today. I hope you enjoyed it as much as I did. I hope you learned a bit more about IO-Link and I hope also you will join us next time again. Until then, take care and goodbye.